mit euch ist Anne und Darcy und wir besprechen jetzt weiter, wie wir die zwei Seiten verbinden und mit welchen Übungen wir das ein bisschen einüben können. Im letzten Video haben wir gemacht die zwei leere Seiten. Jetzt nehmen wir noch die linke Hand dazu und wir machen Folgendes. Erstmal auf A-Seite stellen wir den ersten Finger. Es ist wichtig dabei zu beachten, dass die D-Seite ist jetzt leer und da ist das schon gedrückte Seite. Deswegen müssen wir aufpassen, dass die D-Seite nicht rausschießt sozusagen, sondern dass zwei Töne gleich schön sind. Jetzt stellen wir den zweiten Finger auch an der Seite. Besonders wenn die Finger auf einer Seite sind, es ist schöner, wenn wir ganz kurz zwei Seiten erklingen lassen. Weil dann können wir auch diesen Intervall nachvollziehen. Als nächstes, ich schließe mal die Tür ein bisschen fester. So, damit uns die Trompete nicht ablenken. Jetzt machen wir noch einen Baustein dazu, nämlich einen Lagenwechsel von erster zu vierter Lage und nehmen dazu die D-Seite. Also, wir machen einen Wechsel, deswegen auf D brauchen wir etwas mehr Bogen, damit Lagenwechsel gut vorbereitet sein kann. Deswegen auf D-Seite jetzt wirklich wenig Bogen, als Folge müssen wir etwas früher die Seite wechseln. Und jetzt kommt Logik ins Spiel. Wir können natürlich diese kleine Abschnitt, diese zwei Töne rausnehmen und nur die üben. Jetzt aber so, als ob unser Bogen nur so lang wäre. Ihr werdet merken, dass es klingt nicht sehr gut, wenn man am Griffbrett nah spielt. Es klingt besser, wenn wir näher zum Steg gehen. Versuche ich so locker wie möglich im Schulter zu bleiben und so guten Kontakt wie möglich mit Seiten zu halten, als ob man mit einem Laser sozusagen so eine Linie schneidet im Eisen. Könnte man sich sowas vorstellen. So richtig kein Millimeter von Bogenhaaren umsonst verlieren. Als ich das geübt habe, kann ich schon anfangen, Lagenwechsel dazu zu nehmen. Da muss ich bedenken, dass Ellenbogen schon hoch genug ist. Und wenn ich Lagenwechsel dazu nehme, muss ich hier ein bisschen zum Steg gehen mit dem Bogen. Wenn ich nämlich in gleicher Lage mit dem Bogen bleibe, dann klingt es gedrückt.
lassen und Geschwindigkeit erhöhen. Dann geht es, aber dann ist es extrem schwierig. Dann hier bin ich am Stecken mit sehr wenig Bogen. Und dann, ja, also es ist einfacher, ein bisschen zum Steck zu gehen. Dann kann ich am Spitze noch ausnutzen, jede Millimeter von der und so weiter. Als nächste Stufe, damit wir das noch ein bisschen vertiefen, machen wir nicht nur Lagenwechsel nach oben, sondern auch zurück. Dabei immer dran denken, das ist eine Übung mit leerer Seite dazu. Deswegen müssen wir Bogen so einteilen, dass für diese leere Seite auch noch Platz gibt. Bezüglich Lagenwechsel zwischen erster und vierter Lage könnt ihr in meine weiteren Videos schauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Ich freue mich auf Kommentare, Fragen und Wünsche. Liebe Grüße, mit euch war Anna und Darcy.